Die Frankfurt School of Finance und die Expedition Finance machen gemeinsame Sache. Geht darum, euch ein bisschen aufzuschlauen und wenn ihr was lernt, lerne ich auch was. Kletterhalle rüber. Kletterhalle, was habt ihr mit mir vor? Wieso ich in der Kletterhalle heute einen waschechten Professor treffe, weiß ich ja auch nicht so genau, weil wir reden über Aktien, wir reden über Rente und ja, über Ängste. Hui. Ihr wollt mich aber nicht da hochjagen, oder? Leute, das kriegen wir doch hin, ja. So, guck mal. Ah, so, mein Bauch weggürtel, ja. So. Indiana Jones war mein Opa, ja. Und was eine Kletterhalle mit Aktie und Rente zu tun hat, das erklärt mir jetzt hoffentlich Olaf. Wieso hast du mich hierher bestellt? Ich habe ja gehört, dass du ein bisschen Höhenangst hast. Und Thema Aktie, Anlage am Kapitalmarkt hat ja für manche Menschen auch mit Angst zu tun. Und Angst ist aber oft ein Moment, wo Menschen sich auch teilweise nur Dinge einbilden, die gar nicht existieren. Das heißt, wir sind hier, damit du einfach mal ausprobieren kannst, wenn du hochkletterst, was du da empfindest. Also, seil dich mal an und kletter bis zu den Bananen da oben. Olaf, wieso sicherst du mich nicht ab? Ja, weil der Experte muss das machen. Okay. Du bist der Experte. Ich habe das volles Vertrauen in dich. Ja. Ja. Also die erste Banane hätten wir. Du forschst zum Thema Aktie und Rente. Für viele Menschen passt das nicht zueinander. Ja, weil auf der einen Seite Rente, da kennen wir das Narrativ, Norbert Blüm, die Rente ist sicher, also ist bei den Menschen im Kopf, Rente muss sicher sein. Auf der anderen Seite haben wir die Aktie, die für viele Menschen ein Risikoinvestment ist. Und genau diese Asymmetrie, die passt halt eben nicht unbedingt für manche Menschen zusammen. Aber wenn wir uns mal hier einen Chart anschauen, wo aufgezeigt ist, wie man eine langfristige Aktienanlage, und hier betrachten wir einen Sparplan, also jeden Monat 100 € in den Aktienmarkt investiert. Was kommt letztendlich dann? Wir nehmen wir 30 Jahre an und dann sehen wir, oh, über so einen langen Zeitraum ist eine Aktie ja gar nicht so risikoreich. Ich erziele ja immer eine positive Rendite. Und diese positive Rendite liegt sogar noch über der von der angeblich sicheren Anleiherendite. Und wie fühlst du dich aktuell, Jürgen? Anstrengend und es ist hoch. Okay, versuch noch mal einen Meter höher zu klettern. Wow. So. Ja, Päuschen war mal gut. Sind das die Ängste, die die Menschen bei Aktien verspüren? Vielleicht nicht gerade die Ängste, aber Ängste sind ja unterschiedlich geprägt. Ja, das heißt, du hast jetzt Angst vor der Höhe, ja, du bist auch außer Atem. Und bei der Aktie ist es Angst vor Kursverlusten. Da kommen vielleicht manche Menschen nicht außer Atem, aber manche Menschen können beispielsweise nicht schlafen, wenn sie in einem Aktienmarkt-Crash auf einmal sehen, dass sie 10%, ein paar tausend Euro verloren haben. Wo kommt jetzt diese Story her, dass Aktien nicht so toll performen? Wenn beispielsweise eine Crash-Situation ist und Sie gucken sich die Tagesschau, Heute-Journal an und das heißt dann, der Aktienmarkt ist heute wieder um 5 oder 6, 7, 8 oder teilweise sogar 10% gesunken, dann verankert sich das in den Köpfen der Menschen. Langfristig wird so ein Chart im Heute-Journal ganz selten gezeigt oder in der Tagesschau. Also deswegen ist hier von der medialen Darstellung die Schwankungsbreite viel präsenter bei den Menschen als das, was auf lange Sicht passiert. Ist schon schön anstrengend, aber ich versuche ja steigende Kurse mit dem Ansteigen hier an der Wand. Wow. Aber kostet ganz schön Kraft. Und runtergucken ist nicht, ja. Gut. War es jetzt so schlimm, wie du gedacht hast, oder war das eher... Ich hatte schon Respekt vor der Wand. Aber ich gesagt, jetzt machst du es mal, guckst. Und
war gar nicht so schlimm. Ja, das ist oft so. Die Menschen haben vor der Vorstellung Angst, aber nicht vor der, wenn sie dann die Realität erfahren, nicht vor der Realität dann. Das heißt, es spielt sich bei den Ängsten eher im Kopf ab, als dass es wirklich sich in der Realität abspielt. Und das ist bei vielen und auch im Aktienbereich oft der Unterschied. Wie bekommen wir denn jetzt mehr Menschen dazu, auch mal die Aktie für ihre Rente in Betracht zu ziehen? Wenn ich also rational so ein Aktieninvestment, Thema Rente, also langfristig betrachte, ist das an für sich ein sehr risikoarmes Investment sogar. Kann man sich natürlich auch rein intuitiv vorstellen, weil jedes Unternehmen versucht, Gewinne zu machen. Jedes Unternehmen versucht, sich zu verbessern. Jedes Unternehmen versucht, innovativ zu sein. Das heißt, sie sind darauf ausgerichtet, ja, diese Renditen zu erwirtschaften. Wenn ich das rein rational betrachte, ist eine Diversifikation über einen weltweiten Index natürlich viel sinnvoller, als wenn ich alles auf eine Karte sozusagen setze. Wie schaffen wir es jetzt, dass die Menschen rationaler denken? Rational zu denken ist immer mit ein bisschen Überwindung verbunden. Das heißt, es strengt mehr an, als wenn ich meine emotionale Gehirnhälfte nehme. Es ist aber für die Altersvorsorge gar nicht wichtig, immer rational zu denken. Ich muss nur die Entscheidung einmal rational getroffen haben, beispielsweise einen Sparplan anzulegen. Das kann man an einem Tag machen, das kann man auch in einer Stunde machen. Und wenn man das auf diese Zeit beschränkt, ja, dann ist es vielleicht auch gar nicht so anstrengend. Dankeschön. Altersvorsorge, Publikum, wie sieht es bei euch aus? Welche Hirnhälfte nutzt ihr denn dafür? Schreibt es mal in die Kommentare.